Ich bin Christian Hick und mit meinem Unternehmen bundesweit als Anleger und Vermögensschützer tätig. Heute begrüße ich Sie aus dem sonnigen Sizilien. Wir sind hier im Norden der Insel und von hier aus möchte ich Ihnen ein paar ganz besondere Informationen geben. Unterstützt durch etwas, was hinter diesem Hügel liegt. Und dazu sehen wir uns gleich. Viele Menschen fragen sich aktuell, wie sie ihr Vermögen anlegen sollen. Auf Bankguthaben gibt es keine Zinsen mehr, beziehungsweise man zahlt Strafzinsen und das Vertrauen in den Euro und seine Kaufkraft sinkt. Kein Wunder haben doch die Zentralbanken der Eurozone und der USA die bestehende Geldmenge allein in den letzten 2 Jahren noch einmal fast verdoppelt. Keine guten Aussichten also für eine stabile Währung in den Taschen von Verbrauchern und Anlegern. Viele Anleger, die mitdenken, haben in der Vergangenheit bereits Teile ihres Vermögens in Edelmetalle wie Gold und Silber investiert. Sie schaffen somit eine sichere und krisenfeste Grundlage, sozusagen ein Fundament für ihr Vermögen. Welche Vermögensanlagen gibt es aber darüber hinaus, um in der aktuellen Phase unseres Wirtschaftssystems Geld gut anzulegen? Denn ein Fundament macht natürlich nur dann Sinn, wenn man auch etwas darauf baut. Und ein Vermögen sollte derzeit nicht nur aus den Sachwerten Gold und Silber bestehen. In meiner Funktion als Anleger und Vermögensschützer möchte ich mir daher heute mit Ihnen gemeinsam einen ganz besonderen Sachwert anschauen: großflächige Photovoltaikanlagen. Wir befinden uns hier auf einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 700 Kilowattstunden Peak auf einer Fläche von etwa 1 Hektar. Als Geschäftsführer dieser Anlage kann ich Ihnen verraten, dass wir hier mit etwa 3200 Sonnenstunden im Jahr rund 1 Million Kilowattstunden Strom produzieren. So viel wie knapp 300 Haushalte à 3 Personen pro Jahr verbrauchen. Und den Energieinput hierzu liefert uns komplett und kostenfrei unsere Sonne. Und die Energie, die diese Solaranlage produziert, wird dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist und verkauft. Und während sich viele Anleger darüber ärgern, dass durch die Inflation alles teurer wird und ihr Vermögen an Wert verliert, profitieren die Anleger, denen diese Anlage gehört, von jedem Anstieg des Strompreises. Und Strom brauchen wir alle. Vor allem, wenn er nachhaltig ist. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, vor einer möglichen Wirtschaftskrise, mitten darin oder danach. Und wenn sich Dinge wiederholen, und die Geschichte lehrt uns, dass sie das tun werden, und beispielsweise Börsen kollabieren oder gar eine Währung zusammenbricht, dann ist ein solches Sachwertinvestment genau das Richtige. Denn diese Anlage steht auch noch nach einem Börsencrash und produziert genauso viel Strom wie am Tag davor. Und selbst im Fall einer Währungskrise kann die Anlage am nächsten Tag bereits ihren Strom zur aktuellen Währung wieder ins Netz einspeisen. Es handelt sich bei einem solchen Investment also um einen fundierten, inflationsgeschützten Sachwert und damit genau das Richtige für die aktuelle Zeit. Aber nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte zählen. Schauen wir uns einmal das Betriebsgrundstück an. Hier wird, ähnlich wie bei Naturwiesen, 2-mal im Jahr ein Rückschnitt vorgenommen. Den Rest des Jahres haben wir es hier mit einem Rückzugsort und Biotop für Insekten zu tun, die in der kommerziellen Landwirtschaft keine Räume mehr finden. Durch die Umzäunung haben sogar Bodenbrüter hier ein sicheres Zuhause, weil keine Menschen oder größeren Tiere hier Zutritt haben. Das Gelände wird weder gedüngt noch gespritzt und es gibt so gut wie keine Flächenversiegelung. Die Energie zur Herstellung der Bauteile eines Solarparks wird laut Fraunhofer-Institut vom Solarpark selbst in 1 bis 2 Jahren wieder eingespielt. Überhaupt kann ein solcher Park gut 40 Jahre ohne wesentliche Leistungsverluste betrieben werden und sichert damit ein langfristig sicheres Einkommen. Es gibt viele interessante Fakten, die ich Ihnen noch über solare Energieformen erzählen könnte. Beispielsweise, dass 30 Minuten Sonneneinstrahlung ausreichend sind, um die Erde ein ganzes Jahr mit Energie zu versorgen. Oder dass große Firmen wie die Allianz, Google und Facebook seit einigen Jahren Tausende von Millionen Dollar in den Bau von Photovoltaikanlagen investieren. Aber es sollen ja auch noch Fragen für das persönliche Gespräch übrig bleiben. Ich glaube fest daran, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in diese Art der erneuerbaren Energien zu investieren. Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne dabei. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ihr Christian Hick.